Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch mal über das Fiverr Affiliate Programm sprechen. Ich habe da eine wirklich interessante Nische gefunden, die ich einfach mal mit euch teilen wollte und ich möchte euch hier in diesem Video Schritt für Schritt zeigen, wie ihr mit dieser Nische als Fiverr Affiliate Geld verdienen könnt. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Bevor ich jedoch mit dem heutigen Tutorial starte, habe ich auch nochmal eine persönliche Empfehlung an euch, nämlich die Simply Free Academy. Bei der Simply Free Academy handelt es sich um eine deutschsprachige Online-Streaming-Plattform, auf der ihr die unterschiedlichsten Online-Kurse schauen könnt. Kurse zum Beispiel zum Thema Gründung, Marketing, Management, Finanzen und auch Buchhaltung. Zudem hat die Plattform einen eigenen Jobmarktplatz für direkte Auftragsgewinnung, Finanzrechner, Vertragsvorlagen und auch spannende Dokumentarfilme. In der Simply Free Academy lernt ihr, wie professionelles Freelancing funktioniert. Falls euch also das Ganze interessiert, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, denn das Schöne ist, für die ersten 14 Tage ist die Simply Free Academy komplett umsonst. Und danach beginnt die Mitgliedschaft ab 13,99 €. Das Ganze ist übrigens auch jederzeit kündbar, das heißt, ihr geht absolut kein Risiko ein. Und übrigens, wenn ihr 10% sparen möchtet, dann gebt gerne den Code LEON10 ein. Ich denke, die meisten von euch kennen bereits die Plattform Fiverr. Bei Fiverr handelt es sich um eine Freelancing-Plattform, auf der ihr die unterschiedlichsten Dienstleistungen anbieten könnt. Bloß wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte aber online keine Dienstleistung anbieten, ich möchte lieber praktisch ein Affiliate für Dienstleistungen sein, dann könnt ihr das Ganze machen mit dem Fiverr Affiliate-Programm und das Ganze funktioniert wie folgt. Gebt einfach mal auf Google Fiverr Affiliate-Programm ein und anschließend dann habt ihr hier den sogenannten Commission-Plan. Ihr könnt dann hier Folgendes euch anschauen, nämlich wie ihr eigentlich bezahlt werdet. Es gibt einmal die Option Fiverr CPA und es gibt einmal die Option Fiverr Hybrid. Das Ganze funktioniert wie folgt. Also ihr kriegt praktisch 15 bis $150 für jede Person, die ihr werbt und dann natürlich wird vor allen Dingen geschaut, okay, wie viel Geld gibt die Person beim allerersten Verkauf aus. Das heißt, wenn beispielsweise die Person jetzt irgendeine Fiverr Pro Dienstleistung in Anspruch nimmt und dann da natürlich irgendwie 1.000 € ausgibt, dann kann es sehr gut sein, dass ihr halt diese $150 hier bekommt. Wenn die Person zum Beispiel kleinere Dienstleistungen kauft, dann natürlich $15. Es gibt aber auch die Fiverr Hybrid Option und das ist einfach nur ein Fixed CPA, das heißt, ihr kriegt $10 für jeden neuen Kunden plus ihr kriegt dann auch nochmal 10% Revenue Share über die nächsten 12 Monate. Und das ist natürlich ziemlich attraktiv, gerade wenn die Leute, die zum Beispiel halt über Fiverr kaufen, recht viel Geld pro Auftrag ausgeben. Und das Ganze wollen wir uns jetzt einfach mal kurz hier praktisch anschauen. Es gibt nämlich zwei ganz interessante Nischen, wo ihr, denke ich mal, relativ einfach zum einen Kunden findet, beziehungsweise halt, wo ihr Affiliate-Einnahmen generieren könntet. Okay, machen wir es mal ganz praktisch. Zuallererst mal müssen wir dazu auf Amazon.de gehen. Und wenn ihr zum Beispiel auf Amazon geht und ihr gebt hier oben Fashion ein und vielleicht gebt ihr mal den Begriff, was weiß ich, Happy oder sowas ein, dann werdet ihr natürlich Folgendes sehen. Es gibt alle möglichen Shirts und alle möglichen Designs zu diesem Thema hier. Und ihr könnt jederzeit mal auf diese unterschiedlichen Seller hier draufklicken, die genau diese Produkte verkaufen und dann könnt ihr an diese Seller hier rantreten. Zum Beispiel gehen wir einfach mal hier ein bisschen runter und schauen wir mal, ob wir vielleicht ein gutes T-Shirt zu diesem Thema hier finden. Sagen wir mal zum Beispiel, ich möchte jetzt hier an irgendeine Person rantreten, dann kann ich halt jederzeit genau das tun. Geben wir vielleicht mal den Begriff Happy T-Shirt ein. Und dann sehen wir bereits alle möglichen T-Shirts. Dann kann ich jetzt zum Beispiel halt auf eine von diesen Personen hier drauf gehen. Sagen wir mal, diese Person hier könnte dann halt auf den Seller drauf gehen und könnte natürlich, wenn ich möchte, jederzeit diesen Seller anschreiben. Das heißt, ich kann Kontakt zu dem Seller aufnehmen und kann ihm zum Beispiel sagen, hey, ich habe ein tolles Shirt auf Amazon gesehen. Wieso guckst du nicht mal vielleicht hier vorbei? Hier gibt es jemanden, der wirklich ganz, ganz tolle T-Shirt-Designs macht. Ich glaube, der könnte für dich vielleicht eine Option sein und könnte dir helfen, halt noch mehr T-Shirt-Designs zu publizieren und dementsprechend noch mehr Geld über Amazon zu verdienen. Und genau das würde ich halt praktisch tun. Ich würde auf Amazon draufgehen, würde schauen, dass ich halt Seller finde, genau in diesem Bereich. Das heißt, die praktisch Designs publizieren, sei es auf Hoodies, sei es auf T-Shirts, sei es auf allen möglichen anderen Merch-Produkten. Ich würde die anschreiben, würde ihnen halt mein Fiverr Affiliate-Link schicken und würde halt eine Empfehlung für einen spezifischen Seller hier geben. Dann klicken die Leute auf den Link, kaufen dann zum Beispiel halt über Fiverr, beziehungsweise wenn sie noch nie über Fiverr gekauft haben, dann kriegt ihr halt darüber jetzt Geld. Das heißt, die Person klickt auf den Link, kauft dann halt auf Fiverr und ihr werdet dann vergütet, einmal mit dieser Option hier, der Fiverr CPA Option oder der Fiverr Hybrid Option. Ihr könnt euch wie gesagt entscheiden, welche Option für euch die bessere ist.
Dann die nächste Nische, die ich persönlich auch nochmal sehr interessant finde, ist natürlich die Ghostwriting-Nische. Ghostwriting an sich ist meines Erachtens eine super interessante Nische, weil ihr natürlich für jeden einzelnen Kunden sehr viel Geld bekommt. Wenn ihr euch einfach mal den Commission-Plan hier anschaut und ihr schaut euch das hier an, nämlich den 10% Revenue Share über die nächsten 12 Monate, könnte das natürlich extrem interessant für euch sein. Weil stellt euch mal vor, ein, sag ich jetzt mal, Freelancer hier über Fiverr kriegt nun von einer Person, sagen wir mal, 10.000 Euro pro Jahr, weil die Person vielleicht irgendwie 20, 30 Bücher für die Person in diesem Jahr geschrieben hat. Dann würdet ihr davon 10% abbekommen. Nehmen wir mal an, es ist vielleicht nicht ganz so viel. Nehmen wir an, eine Person kauft vielleicht ein Buch im Quartal hier über Fiverr, das heißt 4 Bücher pro Jahr, und diese Bücher würden jeweils vielleicht 400 Euro kosten, dann wären das 1.600 Euro in diesem Jahr, dementsprechend 10% davon wären $160, was denke ich mal wirklich, wirklich gar nicht schlecht ist. Und nochmal, das ist pro Person, die ihr anwerbt. Das heißt, ihr könnt auch hier wieder Folgendes tun. Ihr könnt zum Beispiel halt auf Amazon draufgehen, gebt dann ein spezifisches Keyword ein, schaut nach Büchern in dieser Nische, zum Beispiel sagen wir mal der Geldverdienen-Nische, der Gesundheitsnische oder was auch immer, und schreibt einfach mal alle diese Autoren an. Die ganzen Autoren schreibt ihr an, sagt, hey, ich würde gerne, wie gesagt, dir folgenden Autor hier gerne vorschlagen, weil der sehr vertrauenswürdig ist, weil ich mit ihm auch schon zusammengearbeitet habe, und ich dachte vielleicht, der könnte dir vielleicht ein paar tolle Bücher schreiben. Die Person wird dann auf den Autor aufmerksam, geht dann anschließend auf Fiverr, bestellt bei der Person und du kriegst, wie gesagt, dafür Geld. Oder du machst es einfach so, dass du auf Instagram gehst und da zum Beispiel solche Hashtags eingibst, wie zum Beispiel Autorenleben oder Autor oder Ghostwriter gesucht oder was auch immer, weil es da immer eigentlich Leute gibt, die genau solche Dienstleistungen benötigen. Dann schickst du den Leuten wieder den Referral-Link über Fiverr, Leute klicken drauf, kaufen ihn hier über Fiverr und du kriegst dann dein Geld ausbezahlt. Und das Ganze, wie gesagt, ist ziemlich einfach. Ihr müsst halt, wie gesagt, einfach nur schauen, dass ihr die richtige Nische euch sucht und dass ihr dann halt, wie gesagt, das Referral macht. Zum Beispiel hier haben wir auch eine Information über Book- und E-Book-Writing, was super ist, nämlich ihr kriegt $50, wenn ihr einfach diese Fiverr CPA-Option nutzt. Das heißt, wenn ihr eine Person dazu bringt, über Fiverr dann zu kaufen, kriegt ihr $50 für diese eine Person. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Leute dazu bringt, dann kriegt ihr halt $500, oder wie gesagt, in diesem Falle würde ich eher sogar die Rev-Share-Option nehmen und dann halt 10% über die nächsten 12 Monate nehmen. Das heißt, $10 CPA und anschließend dann 10% RevShare über 12 Monate wird höchstwahrscheinlich mehr sein als $50. Genau, das war es dann nun hier für dieses Video. Ich kann euch wirklich das Fiverr-Programm, das Fiverr-Affiliate-Programm sehr empfehlen. Schaut euch das definitiv mal an. Ihr könnt natürlich auch jederzeit dieses Geld wieder auf Fiverr einlösen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, das Affiliate-Programm interessiert mich, aber ich möchte das Geld direkt wieder ausgeben, könnt ihr es, wie gesagt, auch jederzeit tun. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch heute dieses Video hier angeschaut habt. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.